Liebe Nakamas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir über den weiteren Verlauf von One Piece reden. Wir wollen ein bisschen über Kaido und Big Mom reden, über Shanks, über Monkey D, Dragone und über Kurohige, also Blackbeard. Bleibt gespannt. So, meine Nakamas, bevor wir zu Akagami no Shanks kommen wir erstmal noch, weil wir befinden uns aktuell noch im Wano Kuni Arc, ist ja noch nicht zu Ende. Und das heißt, kommen wir erstmal zu Yakushio no Kaido und Big Mom. Wichtiges Thema. Werden die zurückkommen oder nicht? Was denkst du, Roger? Das ist halt so, da sind wir uns ein bisschen uneinig, weil Kaido und Big Mom sind ja in die Magma gefallen, so wie wir das ja alle wissen, laut aktuellen Stand. Die Frage ist halt, die wurden ja auch praktisch schon abgelöst, weißt du, als Kaiser. Also die Plätze wurden ja auch sofort schon vergeben. Also ich verstehe halt nicht, es wurde nicht mal geprüft, sind die wirklich tot, nicht, Timeskip kam, also man hört ja nichts von denen, Kaiser weg. Jetzt ist die Frage, also ich sage, sie kommen nicht zurück. Ich denke das noch irgendwie ein wenig anders, weil Oda hat eigentlich immer krasse Abgänge so für Riesencharaktere gehabt. Ich meine, denken wir an den anderen Kaiser, und zwar Whitebeard. Whitebeard, man hatte einen ultimativen Abgang. Roger, einen ultimativen Abgang. Selbst solche Leute wie Doflamingo, wo man die erstmal abgeschrieben hatte, die sind wiedergekommen. Okay, solche Leute wie Enel sind jetzt tatsächlich nicht wiedergekommen, aber die allermeisten krassen Charaktere sind wiedergekommen oder hatten einen krassen Abgang. So, und Big Mom und Kaido, ich weiß nicht, irgendwie war deren Abgang nicht so crazy. Irgendwie ist das einfach nur so, boom, Magma, tot, Plätze belegt, fertig, aus, deleted, gelöscht, weg mit denen. Aber warte, das stimmt allerdings schon, aber warum ich sage, dass sie nicht wiederkommen ist, ich würde sagen, der Abgang von den beiden, ich glaube, das wird im nächsten Chapter, also so ungefähr Wano Kuni mäßig, wenn gerade die Strohhüte rausgehen und die sich praktisch getrennte Wege gehen, weil ich bin ja auch gespannt, wie das mit Law und Ruffy weitergeht, weil werden die noch zusammen sein, werden die nicht zusammen sein, weil deren Ziel war ja Kaido zu stürzen. So, vielleicht sind irgendwo Kaido und Big Mom gestrandet, vielleicht haben die nochmal eine emotionale Unterhaltung untereinander, bevor die, endgültig, sterben, weil angenommen, die beiden Biester, die leben noch. Das Ding ist, wie wurde das noch gesagt von der CP0? Solange die Köpfe nicht, also die Anführer nicht gefallen sind, auch wenn die Streitkräfte gefallen sind, das bringt nichts, weil die Monster leben ja noch und das sind immer noch Naturkatastrophen. Das heißt mit anderen Worten, warum sollten die denn noch leben? Also wenn die noch leben, dann ist ja die Welt ja komplett im Chaos und die Frage ist dann so, also da wird es Unstimmigkeiten geben, beziehungsweise auch Kaido und Big Mom, also die Frage ist jetzt, was genau haben die dann vor? Weil die sind ja immer noch eine Bedrohung für die Welt. Findest du es nicht? So, weil, wenn die jetzt wieder auftauchen, wie soll das denn sein? Und dann sind die keine Yonkos. Buggy und Ruffy sind jetzt Yonkos, aber die sind eigentlich auch Ex-Yonkos und leben und sind irgendwo frei. Und also, die alleine die beiden zusammen im Tag-Team können einfach Marineford einfach kaputt machen. Also, ja, nicht so gut. Das ist schon krass. Also, das ist eigentlich ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Ich glaube schon, also, in dem Punkt bin ich mir auch noch nicht ganz genau sicher, ob die wirklich so wiederkommen. Ich würde mir das, glaube ich, noch ein bisschen anders vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die zwar wiederkommen, aber dass nochmal, weiß ich nicht, irgendwie noch so ein Abschiedstod noch irgendwie kommt. Ich meine, es war ja Kaidos Wunsch von vornherein, dass er wirklich Joyboy praktisch erledigt wird. Er hat ja auf Joyboy gewartet. So. Ja, das war sein Ziel. Er wollte ja eigentlich sowieso sterben. Ich meine, deren ganzen Territorien sind auch weg. Also ich meine, was hat Kaido noch? Wano Kuni wurde komplett besetzt wieder. Seine ganzen Leute, seine krassen Leute, King, Queen, wurden jetzt gerade von Green Bull getötet. Das ist natürlich nur eine Theorie, nur eine Meinung. Ich könnte mir vorstellen, dass Green Bull Kaido und Big Mom gegenübersteht, die komplett ja schon, weiß ich nicht, schon so halb tot sind und so und denen nochmal den letzten Gnadenstoß. Das könnte natürlich sein, dann würden die vielleicht den emotionalen Moment kriegen, aber dann, wenn das wirklich so der Fall ist, okay, die werden dann geschwächt, aber das würde Green Bull nochmal in einem anderen Licht darstellen. Das wäre heftig, oder? Weil dann würde er nochmal wirklich so als der Admiral herausstechen. Genau, richtig. Auf der anderen Seite sind Kaido und Big Mom irgendwie gestorben, so wie Oden gestorben ist. Also auch irgendwie in Feuer. Gut, okay, er wurde jetzt gekocht. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, ich meine, Kaido ist ein Drache. Dem konnte sowieso, seine Haut konnte nix konnte ihm anhaben, dass er jetzt so von Magma stirbt. Und genauso wie Big Mom, die hatte ja Prometheus die ganze Zeit auf dem Kopf, in den Händen gehalten. Also irgendwie konnte ihr Feuer auch nicht so recht was anhaben. Also eigentlich
sind die so wärmetechnisch, sag ich mal, auf einem ganz anderen Level. Ja, ich würde das auch sagen. Ich glaube, da müssen wir warten. Oder wird das wahrscheinlich noch erklärt. Ich glaube, also Oda macht immer irgendwie etwas, womit wir nicht rechnen. Deswegen würde ich immer noch sagen, wir warten erstmal ab und dann werden wir gucken, ob wir da Informationen zukriegen oder nicht, weil er sollte es machen. Ich würde mal sagen, sonst gehen wir dann einfach mal gleich weiter. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall nach dem Wano Kuni-Arc, was könnte da jetzt noch so auftreten? Also ich würde natürlich sagen, so klar, Shanks, beliebter Charakter, sollte einen Auftritt haben. Ich würde natürlich auch sagen, dass die Reise auch nach Richtung Elban gehen würde. Und weil es wird wahrscheinlich nochmal eine kleine Diskussion mit Shanks stattfinden, weil jetzt wird auf jeden Fall das Treffen stattfinden. Und ich würde Elban als eine Art Zwischenstopp einsehen wie weißt du, so kleine Inseln, wo es einfach so, es geht nicht um einen Kampf, sondern es geht einfach darum, dass sie reden, Informationen, Reise austauschen und ich glaube, Shanks wird jetzt Ruffy auch ein bisschen, also das wird wahrscheinlich Oda reinbringen, dass er ihn ein bisschen aufklärt über seine Teufelsfrucht und weitere Geschehnisse, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil das ist ja alles noch rausgelassen, das wissen wir alles noch nicht, aber ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich dann erklärt. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, jetzt kommt ja auch bald der Film raus. Da ist ja auch Shanks eine ziemlich große Rolle. Ich glaube, das wird dann, vielleicht wird auch alles nur im Film geklärt. Die Filme sind ja immer meistens mal so, dass sie so die Zwischenräume klären, bevor der große nächste Arc kommt. Also es könnte sein, dass es auch quasi nur im Film passiert. Naja, ich hoffe, dass Shanks wenigstens nicht so einen Kurzauftritt hat, nee, ne? So im Film, so 10 Minuten und dann, das war's. Ja, das war's dann mit Akagami Shanks. Es könnte, aber Shanks wird auf jeden Fall in naher Zukunft, wie nah wissen wir leider nicht ganz genau, auf jeden Fall deutlich mehr Wichtigkeit bekommen. Vor allem wissen wir, zwischen Shanks und Blackbeard herrscht eine große Feindseligkeit. Ne? Genau. Deswegen kommen wir mal direkt zu Blackbeard. Das ist natürlich auch eine krasse Theorie, die wir jetzt so in den Raum stellen. So, Shanks und Blackbeard werden gegeneinander kämpfen. Die zwei großen Kaiser. Das wäre ein für den letzten Arc oder ultimativer Kampf. Das sollte auch, glaube ich, so sein, weil der Kampf wurde ja auch schon angeteased im Marineford. Ja. Und auf jeden Fall, da standen sie sich schon auch gegenüber und haben saftige Blicke ausgetauscht. Und ich würde mal auch sagen, dass im letzten Arc, weil da müssen wir auch nochmal kurz von Blackbeard dann nochmal springen auf Dragon, weil es wird ja noch ein Krieg stattfinden gegen die Regierung, gegen die Marine. Und ich würde mal sagen, also die Frage ist natürlich, was der Auslöser dafür sein wird. Es könnte Sabo sein, wäre aber natürlich auch wieder so ein Déjà-vu, ne, würde ich mal sagen, wie Ace damals. Sein. Genau, weiß richtig. Man nicht. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel geklaut, wenn jetzt nur Sabo getötet werden das würde und dann so jedes Mal werden seine Brüder umgebracht und auf einmal kommt dann Shanks und löst das dann irgendwie. Das ist halt die Sache, aber wie willst du das denn sonst erklären? Weil es muss einen Grund geben, weil Sabo ist praktisch auch eine Schlüsselfigur für Dragon, weil das seine zweite Division ist, und für Ruffy, weil das ja sein Bruder ist. Das heißt, mit anderen Worten, das würde auch das Treffen zwischen Dragon und Sabo erklären, dass sie eine Allianz, Dragon und Ruffy, dass sie eine Allianz gründen und dann praktisch ein gemeinsames Ziel verfolgen, weil Ruffys Ziel ist Piratenkönig, nicht der Krieg. Und das würde praktisch dann das nochmal anders präsentieren, während die einen Krieg haben miteinander, wird vielleicht offscreened, so wie man es kennt, ein Kampf zwischen Shanks und Blackbeard stattfinden, wobei Shanks besiegt wird oder sogar getötet wird, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich drauf geht. Das wäre schon richtig krass, das würde mich auch übelst traurig machen, dass Shanks dann so einen Abgang hat, könnte man aber meinen, und das wird quasi so der letzte Auslöser, warum Ruffy Blackbeard unbedingt töten will und muss. Das ist die große Frage, wie wird das alles sein? Genau. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir wissen selber nicht ganz genau, es sind alles nur Theorien, die man aufstellt. Wir haben ein paar Hinweise schon bekommen. Schreibt gerne in die Kommentare. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn wir mehr Informationen haben. Also, würde ich mal sagen. Abonnieren nicht vergessen, Like nicht vergessen. Alles klar, dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.